jetzt sitzen wir in einem sportlichen Mercedes 280 SL, genannt Pagode, aus dem Baujahr 1970. Das Auto ist ja gebaut worden von 1968 bis 1971 und danach kam dann der 8-Zylinder, der 350 SL, der W107. Dieses Auto hier hat eine ganz verrückte Geschichte, das erzähle ich euch gleich so ein bisschen. Der Wagen ist auf jeden Fall voll restauriert worden und hatte leider einige Unterbrechungen zwischendrin, was mit der Gesundheit des Eigentümers zu tun hatte. Und wir haben ihn jetzt eben gerade aus der Werkstatt bekommen. Ich mache jetzt also die erste Testfahrt, kann aber sagen, der fährt wirklich gut. Die Maschine ist neu, in das Auto ist unglaublich viel Geld investiert worden, weit über 100.000 Euro, aber er zeigt sich jetzt in einem fast neuwertigen Zustand. Es sind im Detail absolute Kleinigkeiten noch, die man mit Kosmetik wegbekommt. Das hat mit der Geschichte des Autos zu tun, was da passiert ist. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt fahren wir nochmal an den See, aber er läuft wirklich gut. Also er schaltet sich gut, er bremst gut, wie ich schon sehen kann. Und vor allen Dingen das Wichtigste, der Motor ist gut. Das spürt man, der läuft ganz toll. Und es scheint auch noch so zu sein, dass der richtig gut Dampf hat. Aber das werden wir, wenn er nachher warm geworden ist, dann nochmal genau ausprobieren. Das war eigentlich der klassische Sportwagen in den 60er Jahren. Der ist gebaut worden bis 1971 und dieses Auto hier ist ein besonders schönes Exemplar. Aber ich kann euch nicht sagen, ob der Matching Colors oder Matching Numbers hat. Das Auto ist nämlich über 5 Jahre lang restauriert worden und der Eigentümer, der hat das so gemacht, wie ihm das gut gefallen hat. Die Technik ist klasse, der ist eben gerade noch mal aus einer Werkstatt gekommen, da ist alles noch mal gemacht worden. Das hat damit zu tun, dass der Besitzer zwischenzeitlich schwerst erkrankt ist. Wir können ihn nicht mehr ansprechen leider und wir haben jetzt noch für ein paar tausend Euro Dinge gesehen an dem Auto, die perfektioniert werden mussten. Das ist jetzt der Fall und jetzt ist das ein Auto, was frisch aus der Werkstatt kommt, nach einer ganz langen, sehr aufwendigen Restaurierung und das macht dieses Auto sehr, sehr interessant. Wenn man sowas so machen lässt, das sind da die Kollegen, die dann 200.000 Euro für so ein Auto verlangen, das tun wir nicht. Dieses Fahrzeug kostet 129.500 Euro, aber da ist ganz viel gemacht worden. Das geht also beispielsweise damit los, ihr könnt hier vorne sehen, das sind die originalen Fuchsfelgen, die seinerzeit als extra schon zu haben waren. Die hat der Auto und zwar die richtigen, nicht die aus dem Ersatzteilhandel, sondern die, die da drauf gehören. Dann hat der Wagen, hier kurz zu sehen, wirklich neuwertiges Leder. Das ist eine sehr, sehr gute, feste Lederqualität. Nicht so ein matschiges Handschuhleder, was man öfter mal sieht. Das ist toll gemacht, ist auch farblich. Dieser Karamell- oder Cognac-Ton, außen zu dem dunkelblau, das sieht absolut edel und schick aus. Er hat ein ganz neues Verdeck für sehr, sehr viel Geld. Dann hat er hinten, wenn ihr mal hinten schauen wollt, die ganzen Stoßstangen. Die sind ja sehr teuer, ist ja massiver Mercedes-Chrom. Alles neuwertig. Das ist alles neu, das kann man sehen. Jetzt sehe ich gerade die Lampen brennen noch, das muss ich mal aufmachen. Jetzt ist das Licht auch aus. Ja, also das ist alles neuwertig. Der Lack, die Oberflächen, es ist wirklich in einer tollen Qualität, wie auch das ganze Auto. Auch hier beispielsweise der Tankdeckel. Das ist der richtige originale Daimler-Benz verchromte Originaldeckel. Nichts anderes hat es darauf gegeben. Er hat das. Die Auspufftüren sind neuwertig. Also das ganze Auto zeigt sich in einem voll restaurierten Zustand, wo man sagen kann, das ist wirklich gut gemacht worden und sowas kostet ja sehr, sehr viel Geld. Hier die neuen Ledersitzen, hier die neuen Einstiegsleisten, das ist alles gemacht worden. Übrigens ist das eine Schaltpagode, ziemlich gesucht, fährt sich viel besser als eine Automatikpagode, weil die Dynamik dieser Maschine dadurch sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Also ihr könnt den richtig zackig fahren. Allerdings für die, die sich auskennen, hieran sieht man, frühere amerikanische Auslieferungen, die haben diese Gummi-Zuziehdinger gehabt. Die Deutschen hatten hier einen stabilen Kasten mit einem Kronrand oben drauf. Man sieht es auch an dem Lenkrad, hat einen eloxierten Ring und hat nicht den originalen Chromring. So, ich mache euch jetzt mal ganz kurz die Haube auf von dieser schicken Pagode. Das sei auch mal gezeigt, wie es unter der Haube aussieht. Also auch hier Technik komplett gemacht. Wenn er hier reinschaut, also das Einzige, was mir auffällt, was man kritisieren können, das ist dieser falsche Öldeckel, der gehört da nicht drauf, da gehört der große drauf.
aus Massivaluminium. Aber sonst, wenn man sich das anguckt, man hat an die Deckelchen gedacht, auf den Stoßdämpfern. Die Maschine ist aufpoliert, das muss man nicht machen, das hat derjenige gemacht. Hier hat er die Original-Stirnwandbedeckung, die gehört da drauf bei Mercedes, nicht irgendwas zurechtgeschnittenes, so war das. Also man kann sehen, dass hier sehr, sehr viel Geld reingegangen ist. Hier ist die Einspritzanlage, die er hier hat, das ist ein 280 SL. Leisten tut dieses Aggregat 170 PS, läuft dann damit 200 Sachen und verbraucht, ich sage mal im Schnitt, seine 14, 15, 16 Liter, das muss er schon haben. Und hatte 2776 Kubik, soweit ich weiß, relativ genau. Das ist ein vollständig restauriertes Auto. Ich habe das eben schon gemerkt, als ich gefahren bin. Der hört sich auch gut an, wenn er zugeht. Hier sind die Sicken hier vorne drin. Pagodenfreaks, für die ist ja die Sicke hier immer ganz, ganz wichtig. Die hat er dort und die hat er da drüben. Das sieht man hier im Fortsatz auch in den Lampenringen. Da ist die ja auch ein bisschen angedeutet. Der gesamte Chrom hier ist neu, Stoßstange, das ist alles neu. Und hier sind auch die Originalteile. Also bei vielen Autos, die heute aus Ungarn, Polen oder weiß ich nicht was, woher kommen, da ist es dann so drauf fotografiert, das ist hier original. So gehört's. Er hat schon die glatten Lampen von der späteren Pagode, die hat es ja auch gegeben rund. Die ersten Pagoden hatten runde Lampen, dieser hat schon die flachen. Das ist so ein kleines Detail. Also ich werde das Auto jetzt noch ein bisschen bewegen, danach machen wir noch eine schöne Probefahrt für euch. Also ich sage euch, das ist ein richtig guter Kauf. Vielleicht mal kurz zur Geschichte, was hier eigentlich passiert ist. Ich habe diesem Kunden schon andere Autos verkauft und er erzählte mir, er hat eine Pagode in langer Restaurierung für einen Haufen Geld, für über 150.000 Euro investiert und plötzlich bekommt der Herr einen Schlaganfall, kann nicht mehr sprechen. Und jetzt habe ich das Auto bekommen und stand davor und konnte mir natürlich niemand genau was sagen zu dem Auto. Wir haben es dann hier in die Werkstatt gebracht. Ich habe das alles durchgucken lassen. Das Auto ist jetzt wirklich gut. Er hat noch so ganz kleine Details, die man für sehr wenig Geld machen kann. Es kostet nicht viel, aber ansonsten ist das Auto preislich hochinteressant. Man sieht nämlich im Detail, dass der für einen Haufen Geld gemacht wurde. Und der hat eine super Farbkombination, die man so nicht ohne weiteres bekommt. Also für das, damit, was das Preis-Leistungs-Angebot angeht, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das ein ganz hervorragendes Auto, wo ganz vieles Neues, und ich meine in der Garage vom Besitzer gesehen zu haben, dass dort noch zahlreiche Teile sind, Chromleisten und ich weiß nicht noch, ich glaube, er hat alles doppelt gehabt. Da könnte man dann, wenn man das Auto bei uns gekauft hat, nochmal hingehen und sich nochmal genau gucken, was fehlt, was man noch gebrauchen kann und was nicht. Das sind sehr nette Leute, mit denen kann man reden. Also ich habe den Wagen hier im Auftrag stehen, im Vertrauen, dass ich es weiterverkaufe für die Herrschaften. Ja, ein gutes Auto. Ich setze mich jetzt rein, ich fahre noch ein bisschen. Und Paul macht noch ein paar Filmchen und beobachtet, wie wir den Wagen bewegen. Fängt schlagartig an. Daran merkt man einen guten Wagen. Die Maschine läuft super. Also so ein Fahrzeug in der Abendsonne zu sehen hier am Simsee ist natürlich wunderschön, es ist ein Gedicht. Und eines hat der Besitzer dieses Autos gut gemacht, das ist eine der schönsten Farbkombinationen, die eine Pagode überhaupt haben kann. Und wie gesagt, ihr wisst ja vielleicht von mir, ich bin eigentlich ein Originalitätsfreak, also so ganz original ist das Auto nicht. Der ist zwar original restauriert, aber er ist halt eben restauriert, halt eben neues Leder und so. Aber das ist so schön gemacht bei dem Auto, also damit kann man auch gut zurechtkommen, meine ich. Sieht einfach toll aus, wie der Wagen da steht. Das ist einer der ganz großen Würfe von Mercedes-Benz gewesen, die Pagode. Ein Auto, was unglaublich schnittig und kraftvoll daherkam und trotzdem grazil. Also sowas ist eigentlich sehr, sehr selten zu finden. Das war ein großer Wurf von Daimler-Benz seinerzeit. Los, muss man wirklich sagen. Das Auto fährt super, hat einen schönen Durchzug. Das ist ein Auto, was ihr sehr schön sportlich fahren könnt. Er beschleunigt
Auto, Viergangschaltung. Die Autos gab es ja auch ganz selten mit Fünfgang. Die sind sehr, sehr gesucht. Der hier hat eine normale Viergangschaltung. Und man merkt dem Auto überhaupt nicht an, dass es ein US-Modell ist. Hat eine schöne Lenkung. Da ist vieles neu gekommen in der Technik, das merkt man. Er fährt sich wirklich gut. Also macht richtig Spaß, den Wagen sportlich zu fahren. Das ist richtig eine Freude mit dem Auto. Er hat gute Bremsen, er hat ja Scheibenbremsen, die gut funktionieren. Und wie wir wissen, ist das Auto für ein immenses Geld restauriert worden. Das ist wirklich ein tolles Auto, dieser Mercedes 280 SL Pagode. Ist sportlich zu fahren, macht einen Riesenspaß. Das haben wir eben gerade gesehen in unseren alpenländischen Regionen hier. Wir sind vielleicht 20 Kilometer gefahren. Er ist jetzt schön warm. Das ist ein richtig guter Driver. Könnt ihr alles mitmachen, weite Reisen, an Rallyes teilnehmen. Ist überall einsetzbar, auch in der Innenstadt. Meine Empfehlung, wirklich ein tolles Auto in einer ganz schicken Farbe, dunkelblau. Also wir haben heute natürlich auch einen traumhaften Tag erwischt, wo wir hier oben in Solhuben in der Nähe von uns diese schöne Probefahrt machen konnten mit unserem 280 SL. Hat wirklich toll Spaß gemacht, das Auto fährt wunderschön, das ist was zum Genießen. Ein Sportwagen mit einem tollen Sound, wenn man Lust hat, kann man auch mal richtig Gas geben. Der zieht gut durch, ich meine, der hat ja immerhin 170 PS, das ist eine ganze Menge. So schwer ist so ein Wagen nicht, der wiegt vielleicht 1,4 Tonnen. Und er hat eine Schaltung, also dadurch kann man sehr sportlich fahren. Ah, schöner Sound. Er zieht richtig knackig durch. Maschine ist top, die ist total gemacht. Das merkt man und das hört man. Er lässt sich richtig sportlich fahren. Bremsen sind auch hervorragend bei dem Wagen. Straßenlage ist gut. Das ganze Fahrwerk, das ist ja alles gemacht worden. Es macht richtig Spaß, auf unseren kleinen Bergsträßchen aber sportlich Gas zu geben. Und das kann das Auto. Freie Straße und dann kann man ihn so richtig fliegen lassen. Ah, der fährt super. Das ist ein super Auto, was richtig klasse läuft. Eine ganz drehfreudige, gesunde Motor, richtig gesunde Maschine. Macht Spaß, da kommt der Winter wieder da vorne. Über dem Simsee hängt schon der Nebel, wir sind noch in der Sonne. Also er fährt sich wirklich schön, es macht richtig Spaß mit dem Wagen. Man kann ihn richtig zackig fahren und man hat halt was Besonderes. Man hat nicht irgendwie so ein 0815 Auto, die kosten ja heute auch viel Geld und verlieren dann auch viel. Mit so einer Pagode in einem guten Zustand verliert ihr kein Geld mehr. Der hat die richtige Farbe, das ist ganz wichtig. Die Technik ist gemacht bei dem Auto, spürt man beim Fahren. Wertverlust gibt es hier nicht. Und eine Riesenfreude, die ihr hier mitkauft. Eine Riesenfreude. Eine Pagodenprobefahrt im Dezember bei noch immer schönem Wetter. Kein Schnee, kein Eis. Da haben wir großes Glück dieses Jahr, dass wir das noch machen können mit so einem Auto. Und das ist hier wirklich ein guter Wagen. So, jetzt haben wir die letzten 300 Meter. Viele von euch, die unsere Filme schon kennen, die kennen auch den Weg mittlerweile. Der letzten paar hundert Meter. Hier vorne ist unser Showroom in Beuerberg. Da sind wir seit fast 27 Jahren. Seit 27 Jahren haben wir hier die Fläche für 75 Autos auf 2 Etagen. Vom Mercedes 300 SL über teure Ferraris hin bis zu Pagoden. Das hat wieder viel Spaß gemacht, meine Freunde. Ich freue mich bis zum nächsten Mal auf die nächste Probefahrt. Euer Stefan Luftschütz. Wiederschauen.